Hallo meine Freunde, hola Madridistas, heute geht es so richtig los, ich freue mich, denn heute hat das neue Real Madrid unter José Mourinho ihr erstes Vorbereitungsspiel dieser Saison. Gegen wen das ist, wie du dieses Spiel schauen kannst, verrate ich dir natürlich in diesem Video. Währenddessen hat Real Madrid den nächsten Vorbereitungsgegner heute offiziell gemacht. Gegen wen Madrid wann spielt, auch das erfährst du natürlich wie immer auf meinem Kanal. Danach gibt es neue Informationen rund um Michael Olise. Aus Deutschland kommen News, ja, die Madridistas positiv stimmen können, denn ein Florentino Perez soll schon die Information haben, dass ein Olise wechseln möchte. Und zu guter Letzt die Frage, das Video, auf das viele von euch gewartet haben: Wie sähe meine Startelf aus, wenn ich José Mourinho wäre mit den ganzen neuen Transfers? Also all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir das Video erst einmal mit der interessantesten Information des heutigen Tages. Heute ab 17:30 Uhr hat Real Madrid ein gemeinsames Training mit Alcorcón. So deklariert das Real Madrid zumindest nach außen. Ich weiß nicht, ob das irgendetwas mit Fernsehrechten zu tun hat, weil es ja kein offizielles Vorbereitungsspiel ist, sondern nur ein gemeinsames Training. Aber wir alle wissen, auf was es hinausläuft. Real Madrid spielt heute gegen Alcorcón, das Ganze um 17:30 Uhr. Und das Beste an allem, es wird von Real Madrid TV übertragen. Zumindest die ersten 50 Minuten der neuen Ära José Mourinho. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hier ist die erwartete Aufstellung. Und ich persönlich finde die eigentlich schon recht interessant. Du siehst Lunin im Tor, Trent Alexander-Arnold, Asensio, Hausen, Carreras. Das ist auch so eine Aufstellung, die letzte Saison in der Champions League hätte spielen können, wenn wir ehrlich sind. Im Mittelfeld dann ein Sestero, ein Camavinga und ein Arda Güler soll heute von Anfang an spielen. Und vorne im Sturm hast du Gonzalo Garcia und auf den Flügeln einen Franco Mastantuono und einen Gabri Valero. Dieser Gabri Valero, da freue ich mich besonders drauf. Ja, wie dem auch sei, ist eine interessante Truppe. Laut Ramón Álvarez de Mon war das gestern die letzte Aufstellung, mit der ein José Mourinho hat trainieren lassen. Und deshalb ist das die erwartete Aufstellung des heutigen Tags. Ja, und wenn das die erste Aufstellung ist und das die ersten 50 Minuten, also die erste Halbzeit unter José Mourinho, freue ich mich persönlich riesig auf dieses Spiel. Ja, und was dieses Vorbereitungsspiel ja auch so ein bisschen noch interessanter macht für mich, da sind ja einige Namen im Kader dabei oder auch in dieser Aufstellung, die so ein bisschen um ihre Zukunft bei Real Madrid kämpfen. Wir haben Eduardo Camavinga, da heißt es ja ziemlich konkret, dass Real Madrid ihn quasi loswerden möchte und dafür einen Rodri holen möchte. Wir haben einen Franco Mastantuono, wo wir gestern von Fabrizio Romano erfahren haben, dass Real Madrid und er schon nach einer Leihe sucht. Und dann haben wir noch Gonzalo Garcia. Und da überschlagen sich die Meldungen in den letzten Tagen in alle Richtungen. Es hieß, Fulham möchte ihn, ein Álvaro Arbeloa kämpft für seinen Transfer. Allerdings heißt es auf der anderen Seite, ein José Mourinho möchte ihn nicht gehen lassen. Er sieht ihn als Stoßstürmer, den einzigen im Kader. Naja, sobald es da konkretere Informationen gibt, erfahrt ihr die wie immer auf diesem Kanal. So wie es aussieht, möchte Fulham ihn zu 100% und Real Madrid ist nicht bereit, die 100% der Rechte von dem Gonzalo Garcia abzugeben. Naja, wie gesagt, wenn sich da was ändert, erfahrt ihr es als erstes. Ja, das ist auf jeden Fall das heutige Freundschaftsspiel. Ich freue mich riesig auf die ersten 50 Minuten. Ja, aber das ist nicht das einzige Vorbereitungsspiel, denn heute hat Real Madrid ein weiteres offiziell bekannt gegeben, und zwar am 8. August um 19 Uhr in Budapest gegen Ferencváros. Das ist das Spiel. Also, falls hier Zuhörer sind aus der Nähe von Ungarn oder aus Ungarn etc., schaut, dass ihr euch Tickets besorgen könnt. Um 19 Uhr findet das Spiel statt am 8.8. Es ist von Real Madrid offiziell bestätigt. Also auch das nächste Freundschaftsspiel. Allgemein muss man sagen, ein José Mourinho möchte sehr viele Vorbereitungsspiele. Das ist bereits das 4. oder 5., was öffentlich bekannt ist. In den letzten Jahren waren es ja eher seltener Vorbereitungsspiele. Manchmal war es dieser Cup in den Vereinigten Staaten, wo wir gegen Mailand, Barca etc. jedes Jahr verloren haben.
Aber dieses Jahr scheint ein José Mourinho das Ganze anders zu sehen. Ja, ob an diesem Tag ein Kylian Mbappé spielt oder nicht, kann ich euch persönlich noch nicht sagen. Sehr wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen früh. Allerdings wollte ich euch eine Statistik zeigen von Kylian Mbappé, ja, die mich schon zum Staunen gebracht hat und mal wieder gezeigt hat, ja, dass der hat uns oftmals zur Verzweiflung gebracht. Seien wir ehrlich, die letzte Hälfte der Saison, es war nicht mehr der gleiche, der war mit Esther Exposito in Paris, Neapel Venedig etc. Hatte da seine Flitterwochen, während er am falschen Knie von Madrid untersucht wurde. Also die letzte Saison, die kannst du dir ehrlich gesagt nicht ausdenken bei Real Madrid. Ja, wie dem auch sei, trotz alledem ist er der erste Spieler seit Eusebio, das ist über 50 Jahre her, fast 60 Jahre, der Torschützenkönig seiner eigenen Liga geworden ist, also der spanischen Liga in dem Fall, Torschützenkönig der Champions League und Torschützenkönig der WM. Das Ganze mit 25 Toren, 15 Toren und 10 Toren. Ja, und wie gesagt, die 25 wären wahrscheinlich noch deutlich mehr gewesen, wenn es für Madrid harmoniert hätte, wenn es da noch um mehr gegangen wäre. Der hat, wie gesagt, etliche Spiele verpasst wegen seiner Knieprobleme etc. Aber trotzdem, man muss sagen, wenn ein Spieler von Real Madrid in dieser Saison um den Ballon d'Or überhaupt mitreden möchte, und meiner Meinung nach hat es keiner verdient, aber wenn einer da ein Mitspracherecht haben möchte, dann ist das ein Kylian Mbappé, Torschützenkönig in jedem Wettbewerb, in dem der mitgemacht hat. Ja, und das musst du schon erstmal erreichen. Ja, wie dem auch sei, bin ich gespannt, was ihr zu diesen Zahlen sagt von einem Kylian Mbappé. Ja, ewiger Rekordtorschütze der WM und der hat mindestens noch eine WM vor sich. Also ich bin gespannt, welche Zahlen er erreichen kann. Ja, und zumindest bei den Zahlen zur WM hatte er da tatkräftige Unterstützung von Michael Olise, seinem Nationalmannschaftskameraden und seinem sehr guten Freund. Und ein Kylian Mbappé scheint während der WM nicht locker gelassen zu haben. Der Diktator, der Agent Kylian Mbappé, sagen wir mal ehrlich, der hat daran gearbeitet, dass ein Michael Olise nach Madrid kommt. Und das berichtet aus Deutschland die Bild. Lesen wir uns mal die Informationen zusammen durch. Mbappé mischt sich in Olise Zukunft ein. Wie geht es mit Michael Olise beim FC Bayern weiter? Nach Bildinformationen beschäftigt sich der Franzose intensiv mit seiner Zukunft. Demnach würde der Offensivstar am liebsten schon in diesem Sommer zu Real Madrid wechseln. Diesen Wunsch soll Olise während der WM bereits seinen Teamkollegen in der französischen Nationalmannschaft anvertraut haben. Mit dem Bayern hat es darüber bislang noch keine Gespräche gegeben, dafür aber mit Frankreich-Kapitän Kylian Mbappé. Mit dem WM-Torschützenkönig verbindet Olise eine enge Freundschaft. Dies ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass er am liebsten schon jetzt nach Madrid gehen würde. Wie Bild weiß, ist Mbappé großer Befürworter eines Olise-Wechsels. Während der WM umgarnte der Real-Superstar seine Nationalmannschaftskollegen regelrecht. Mbappé versuchte Olise zu veranschaulichen, wie gut die beiden bei den Königlichen gemeinsam auf dem Platz harmonieren könnten. Er versicherte Olise, dass Real ihn brauche und wollen würde. Zudem schwärmte Mbappé ihm vom Leben in Madrid vor, den exklusiven Restaurants und dem warmen Wetter. Nach Bildinformationen soll Mbappé nach der Halbfinalniederlage Frankreichs gegen Spanien Realboss Florentino Perez darüber informiert haben, dass er von Olise positive Signale bezüglich eines Wechsels erhalten habe. Eine zentrale Rolle dabei spielt ein ganz bestimmter Wettbewerb, die Champions League. Nach der WM-Enttäuschung mit Frankreich hat sich bei Olise der Drang, schnell einen großen Titel gewinnen zu wollen, extrem verstärkt. Beim Flügelwirbler wachsen die Zweifel, dass ihm das mit dem FC Bayern gelingt. Die Chance auf einen Königsklassentriumph schätzt Olise in Madrid deutlich höher. Ja, der Artikel, der geht noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir schon gelesen. Kylian Mbappé und ein Michael Olise sind enge Freunde. Ein Kylian Mbappé hört nicht auf, ihn von Madrid vorzuschwärmen und auch zu sagen, wir brauchen dich. Und selber, laut Bildinformationen, das unterstreichen die zweimal, hat er sowohl den Nationalmannschaftskollegen gesagt, er möchte nach Madrid, und laut deren Informationen möchte er das noch in diesem Sommer machen. Der Artikel geht, wie gesagt, allerdings noch weiter, und da wird auch klar gemacht,
Florentino Perez würde niemals hinter den Rücken von den Bayern einfach mit Olise verhandeln. Die würden immer mit offenen Karten spielen. Olise drängt aber auf ein Gespräch mit den Bayern. Die würden ihrerseits kontern, indem sie ihm ein Riesengehalt anbieten würden. Die reden von über 25 Millionen Euro jährlich, um ihn zu halten. Ihm geht es aber, wie wir eben gelesen haben, viel mehr um den Erfolg. Er sieht größere Chancen bei Real Madrid, die Champions League zu gewinnen. Und ihm geht es jetzt um einen großen Titel. Ja, ich bin gespannt, was da so im Endeffekt passiert. Aber immer mehr häufen sich die Quellen, dass er sofort nach Madrid möchte. Ja, und ich glaube, die Harmonie mit Kylian Mbappé hat er bei der WM bereits unter Beweis gestellt. Also, dass der Junge ein absoluter Weltklasse-Spieler ist, das sind wir uns alle sicher. Trotzdem bin ich der Meinung, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern diesen Spieler ziehen lassen. Ja, wenn ihr das anders seht, könnt ihr eure Meinung in den Kommentaren lassen. Ja, wie gesagt, und jetzt zum Abschluss dieses Videos die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde. Mario, wie würdest du eigentlich aufstellen mit der 11, die wir zurzeit haben? Oder auch, was würdest du aufstellen, wie würdest du aufstellen, falls ein Rodri kommt? Falls ein Rodri kommt oder nicht, ich fange jetzt nicht auch an, falls ein Olise kommt, das halte ich, wie gesagt, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Pepe Alvarez hat gestern geschrieben auf die Frage, für wie wahrscheinlich er es hält, dass Rodri kommt. 90%, naja, sind zwar nicht 100%, aber ich habe mir überlegt, ich mache jetzt eine Aufstellung, wie ich spielen lassen würde mit einem Rodri oder ohne einen Rodri, aber mit den ganzen Neuzugängen von Real Madrid. Ja, und ohne lange zu plappern, das wäre meine erste Aufstellung mit den Spielern, die wir jetzt bereits haben. Im Tor natürlich ein Courtois, mein rechter Verteidiger eher ein Trent Alexander-Arnold. Solltest du in den großen Champions League Spielen gegen starke Gegner, aber auch verteidigen müssen oder auswärts bei Atletico Madrid, bei Barcelona etc., wenn du eher defensive Stabilität benötigst, dann würde ich eher mit einem Dumfries spielen, wobei im Großen und Ganzen die beiden sich relativ häufig abwechseln können. Ich will nicht wieder, dass wir viele Spieler haben mit vielen Minuten und die anderen sich dann verletzen. Meine Innenverteidigung wäre im Idealfall ein Eder Militão, ja, das ist der Innenverteidiger, von dem ich am meisten halte. Aber wenn der Körper es zulässt, trotzdem da viel Rotation reinbringen. Das Gleiche, was ich eben gesagt habe. Kein Spieler soll zu viele Minuten machen. Am besten im Idealfall wie Paris, wo sich viele Spieler häufig ausruhen können. Dann mein linker Innenverteidiger. Viele erschlagen mich jetzt. Aber ich würde einem Dienhausen nochmal eine Chance geben. Ganz einfach, Real Madrid muss es schaffen, sich spielerisch hinten herauszulösen. Und ein Dienhausen ist der Innenverteidiger mit dem besten Fuß. Ich hoffe, ein José Mourinho bringt ihm die Härte bei, die ihm noch fehlt, um ein absoluter Elite-Innenverteidiger zu werden. Aber meiner Meinung nach ist er halt sehr wichtig im Spielaufbau, da wo Madrid viel Hilfe braucht, wenn wir keinen Rodri haben. Links hinten ein Cucurella, ja, ich glaube, das erklärt sich von selber. Und viele von euch sind jetzt wahrscheinlich sauer oder, ich weiß nicht, erschrocken, wenn ihr das lest, was ich da gemacht habe. Aber ein José Mourinho, wenn er mit seinem berühmten 4-2-3-1 spielt, brauchen wir neben einem Tchouaméni, der ist der klare Abräumer, da sind wir uns alle sicher, braucht Real Madrid aber einen, der das Spiel aufbauen kann. Und die einzige Alternative, die mir da einfällt, ist ein Bernardo Silva oder ein Arda Güler. Und für mich ist ein Arda Güler einfach der bessere Fußballer, auch wenn das nicht seine ideale Position ist. Ich will ihn auf der 10, versteht mich nicht falsch. Aber Real Madrid braucht sehr viel Sicherheit und Arda Güler ist derjenige, der meiner Meinung nach die meiste Sicherheit am Ball hat und vor allem der am schnellsten den Ball von hinten nach vorne bekommen kann. Ich sag's immer wieder, Valverde, Tchouaméni, die brauchen 2 Geschäftstage, bis die sich mit dem Ball gedreht haben, etc. Ein Arda Güler, das dauert eine Sekunde, Ball annehmen, weiterspielen. Du kriegst den Vorteil in die Mannschaft rein. Dann, die 3 Außen- oder die 3 offensiven Spieler wären links Vini Junior, steht außer Frage. Auf der 10 ein Bellingham in dieser Position. Rechts vorne würde ich mit einem Fede Valverde spielen und vorne mein Stürmer Kylian Mbappé. Ja, das wäre meine Aufstellung, wobei rechts vorne auch ein Endrick starten könnte, bin ich ganz ehrlich. Ich bin großer Endrick-Fan. Ja, entweder ein Endrick oder ein Fede Valverde wären meine rechten Flügel. Ja, wie gesagt, das ist die Aufstellung mit den Spielern, die wir jetzt haben. Sollte ein Rodri kommen,
wäre das meine Aufstellung. Denn ein Rodri würde meiner Meinung nach alles verändern. Ein Rodri ist stark genug, alleine auf der 6 zu sein und für die Kreativität von Real Madrid zu sorgen. Daher könnte man tatsächlich, ihr seht eine Veränderung in der Innenverteidigung, könnte man auch überlegen, ob man mit einem Rüdiger oder einem Konaté startet, die defensiv härter sind als ein Dienhausen, stabiler sind als ein Dienhausen. In dem Fall, wie gesagt, unterstützt ein Rodri bei dem Spielaufbau, lässt sich zwischen die Innenverteidiger fallen und dann bist du so angewiesen auf den Fuß von einem Dienhausen. Ist eine Alternative, kann jeder selber entscheiden. In dem Fall habe ich mich einfach mal für einen Konaté entschieden. Dann brauchst du, wenn du einen Rodri hast, keine 2 Sechser mehr, weil der übernimmt das auf einmal. Da ist er stark genug für. Dann hast du 2 Achter. Die 2 Achter wären für mich ohne Frage die wahrscheinlich 2 besten Achter der Welt. Du hast auf der einen Seite einen Bellingham, auf der anderen Seite einen Fede Valverde. Und du hast dadurch auch die ideale Position, die Zehnerposition für einen Arda Güler. Er hätte nicht mehr die Verantwortung, den Ball spielerisch von hinten nach vorne zu spielen. Er könnte sich auf den Sechser verlassen und könnte dann in der 10 seine gesamte Kreativität zeigen. Also die ideale Position. Das ist auch einer der Gründe, warum immer mehr von mir hofft, dass ein Rodri kommt, weil ich glaube, wir hätten den Spieler, der die meisten Torchancen in Europa kreiert, auf der 10, da wo er hingehört. Also wie gesagt, auf der 10 klar Arda Güler. Davor im Sturm hast du dann einen Kylian Mbappé und einen Vini Junior. Und diese Aufstellung, es gibt einige positive Aspekte, die mir gut an dieser Aufstellung gefallen. Positiver Aspekt Nummer 1: Ich glaube, in unserem Kader haben wir keinen echten rechten Flügel. Wie gesagt, wenn ein Olise kommt, müssten wir uns dann nochmal unterhalten. Aber Stand jetzt, ein Franco Mastantuono, wie gesagt, der muss noch einmal seine Erfahrungen sammeln. Ein Endrick kann das zwar spielen, ist aber eigentlich ein Stürmer. Ein Fede Valverde kann das spielen. Bernardo Silva, Arda Güler können das zwar alle irgendwie spielen, aber sind keine gelernten rechten Flügel und du musst keinen Spieler auf einer falschen Position aufstellen. Dann hast du einen Trent Alexander-Arnold, der beim 4-4-2 richtig nach vorne die Grundlinie bearbeiten kann. Das ist seine große Stärke in der Offensive. Noch ein Grund, der mir an dieser Aufstellung etwas besser gefällt. Und vor allem vorne im Sturm kannst du dann einen Vini, einen Mbappé 1:1 quasi ersetzen mit einem Endrick oder einem Gonzalo. Und wie gesagt, dahinter ein Arda Güler, der die füttern kann. Im Großen und Ganzen ist das die Aufstellung, die mir deutlich besser gefällt. Dafür bräuchte Real Madrid allerdings ein Rodri. Du kannst auch einen Tchouaméni in der Innenverteidigung spielen lassen. Wenn ein Tchouaméni allerdings spielt, bin ich halt der Meinung, ein Tchouaméni reicht alleine nicht für den Spielaufbau von Real Madrid. Dann braucht er jemanden an der Seite, der kreativer ist. Ja, wie gesagt, das sind meine 2 Aufstellungen, die ich spielen lassen würde, wenn ich José Mourinho wäre. Und einmal mit dem aktuellen Kader und einmal mit der Verpflichtung von Rodri. Ja, und wie gesagt, jetzt bin ich gespannt, was ihr zu meinen Aufstellungen zu sagen habt. Welche Aufstellung gefällt euch besser? Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ihr könnt aber auch in den Kommentaren eure eigene Aufstellung reinschreiben. Mich interessiert eure Meinung immer sehr. Ich lerne immer gerne aus anderen Perspektiven. Also schreibt gerne, was ihr eure Lieblingself in die Kommentare. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hype dieses Video. Wer noch nicht auf Follow geklickt hat, macht das. Das unterstützt den Kanal ungemein. Tut mir natürlich eine Riesenfreude. Ja, und ich bin gespannt. Ich freue mich schon auf morgen. Mal schauen, ob ich in den Kommentaren erschlagen werde. Aber ich sag schon mal bis morgen. À la Madrid!